Willkommen zu Power BI Essentials, heute mit einem Tipp zum Thema dynamische Titel in Visuals. Auslöser war diesmal Enea Ilias, mit dem ich darüber philosophiert habe, wie man dynamische Titel am besten macht, und das zeige ich euch kurz, was ich damit genau meine. Wir haben hier ein ganz normales Visual, wo Auftragssumme, also der Name des Measures, als Titel steht. Nicht besonders spannend, aber da geht ja noch mehr. Wir können nämlich beim Titel auch ein Measure als Titelwert auswählen. Und da können wir zum Beispiel beliebige Strings einfach da einbetten. Ich kann auch ganz andere Measures verwenden. Hier habe ich zum Beispiel ein Measure Auftragssumme Titel extra dafür erstellt, wo ich eben zusätzlich zum Wort Auftragssumme noch das gefilterte Produkt mir anzeige und die Auftragssumme als Wert. Das zeige ich euch am besten mal kurz. So, jetzt sehen wir Auftragssumme Gesamt und eine Ziffer, und wenn ich jetzt hier über die Produktgruppen kreuzfiltere, dann sehen wir, dass da jetzt Anwendungen steht und ein anderer Wert, dann bei Dienstleistungen genauso. Hier habe ich einfach das Measure direkt nochmal angezeigt als Kontrollsumme, aber es fällt uns was auf, was nicht sehr schön ist, und zwar ist das Measure hier formatiert als Euro ohne Nachkommastellen, während es im Titel unformatiert ist mit Nachkommastellen. Das heißt, wenn ich die Auftragssumme anschaue, das ist schon als Währung ohne Nachkommastellen hier formatiert. Allerdings wirkt sich das eben nicht auf die weitere Verwendung dieses Measures aus, denn bei der Erstellung des Titels wird einfach der nackte Zahlenwert genommen. Das heißt, um das wirklich noch schön zu machen, müssen wir noch die Formatfunktion ergänzen. Und zwar nehme ich einfach diesen Wert und füge ein Zahlenformat hinzu, und zwar ohne Nachkommastellen, und bestätige das Ganze mal. Und jetzt natürlich noch, nachdem wir gesehen haben, dass es funktioniert, kann ich auch das Eurozeichen einfach ergänzen. Und so habe ich hier die Formatierung genauso schön wie in einem separaten Kärtchen. Und die Formatfunktion hat hier auch keinen Nachteil, da ja sowieso ein Text aus der Zahl entsteht, wenn ich den Titel schaffe. Ja, ich hoffe, der kleine Tipp ist an der einen oder anderen Stelle nützlich, denn man kann inzwischen an sehr vielen Stellen einfach dynamische Titel und Strings verwenden. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin mit Power BI und mit Daten, und bis zum nächsten Mal.